Pioneers of Pagonia ist also die Antwort von Die Siedler-Schöpfer Volker Wertig und seiner Firma Envision Entertainment auf Ubisofts Interpretation der Reihe mit Die Siedler Neue Allianzen. Hierbei knüpft man tatsächlich fast 1:1 an das verworfene Die Siedler-Konzept von 2019 an und könnte uns damit das Spiel bescheren, welches sich so viele von euch gewünscht haben. Zurück in 2018 kündigt uns Ubisoft nach jahrelangem Schweigen ein Reboot für das Die Siedler-Franchise an und bringt sogar Die Siedler-Urvater Volker Wertig als Creative Director zurück. Dabei sollte der Reboot deutlich komplexer werden und wieder zu seinen Wurzeln aus den 90er Jahren zurückkehren. Nach 2 Verschiebungen kommt man aber bei Ubisoft im Jahr 2020 zu dem Schluss, das Projekt zu begraben und stattdessen ein flottes RTS aus dem Material zu basteln. Das Team um Volker Wertig verlässt daraufhin das Projekt, welches wir heute als Die Siedler Neue Allianzen kennen, um hinter verschlossenen Türen ihre Vision in Eigenregie zu Ende zu bringen. Nach fast 3 weiteren Jahren ist Envision Entertainment nun zurück und präsentiert uns mit Pioneers of Pagonia, nicht ganz zufällig kurz vor dem Die Siedler Release, ein Spiel, welches vor Wuselfaktor, What You See is What You Get Elementen und vor allem von alten Versprechungen nur so trieft. Pioneers of Pagonia spielt in einer mittelalterlichen Fabelwelt auf unzähligen verstreuten Inseln. Allerdings bringt eine Heimsuchung unbekannter Herkunft die Welt aus dem Gleichgewicht. So werden Wälder von düsteren Dornenranken befallen und Bergpässe durch Bergrutsche unpassierbar, wodurch Räuber damit beginnen, die Dörfer zu überfallen. Zu allem Überfluss werden dann auch noch verfluchte Kreaturen an vielen Orten gesichtet. Ihr als Visionär führt einen Stamm der Pagonier an und reist mit eurem Schiff von Insel zu Insel, um die geplagten Bewohner mit fortgeschrittener Handwerkskunst und mystischem Wissen zu unterstützen. Dabei sollt ihr eine wuselige Welt mit tausenden gleichzeitig dargestellten Einheiten erleben können, die ihr Siedler klassisch nur indirekt steuert. Auch Geheimnisse, Rituale und Magie sollen eine Rolle spielen. Im Spiel ist es euer Ziel, den verstreuten Stämmen auf deren Inseln zu helfen und sie wieder zu vereinen. Sobald euch alle Dörfer und Siedlungen vertrauen, ist eine Insel gewonnen, wofür ihr aber eine ganze Reihe von Quests erfüllen müsst. Zu Beginn einer Partie beginnt ihr ganz siedlerklassisch mit Holzfällern, Sägewerken und Steinbrüchen. Gebäude müssen vorab vom Planierer planiert werden, Waren händisch an die Baustellen getragen werden und dann von Bauarbeitern hochgezogen werden. Sammler sammeln die ersten Nahrung an Himbeersträuchen und ja, natürlich gibt es auch einen funktionierenden Förster und auch Wasser als Ressource. Mit Entdeckern erkundet ihr die Gegend und mit Wachtürmen erweitert ihr eure Landesgrenze, die ebenfalls klassisch mit Grenzsteinen dargestellt werden wird. Generell soll das Erkunden der Karte ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein. Gebäude und Straßen können überall in jedem Winkel platziert werden. Ein komisches Hexgrid wie im neuen Die Siedler gibt es also nicht. Eure Einwohner können theoretisch auch ohne platzierte Wege und Straßen arbeiten, sind aber mit einem gut geplanten Wegenetz deutlich effektiver. Auch Transportkarren soll es geben. Generell kann man vereinfacht sagen, dass wir hier fast 1:1 das Gameplay aus der Die Siedler-Version bekommen werden, die uns ursprünglich mal von Ubisoft versprochen wurde. So sollen auch die namensgebenden Pioniere die Grenzsteine nach und nach umsetzen, wenn ihr einen Wachturm an eurer Landesgrenze errichtet habt. Apropos Wachturm, das Kampfsystem wird sich sehr klassisch an Die Siedler 1 und 2 orientieren. PvP-Schlachten mit direkter Einheitensteuerung wird es also gar nicht geben. Genaue Details stehen hier aber noch aus. Pioneers of Pagonia wird zunächst im Early Access starten, was bedeutet, dass zum Start noch nicht der komplette Content enthalten sein wird. Trotzdem sollen direkt zum Start 40 Gebäudetypen baubar zur Verfügung stehen und dann Step by Step erweitert werden. Auch bei den Rohstoffen lässt man sich nicht lumpen und beginnt direkt mit satten 70 verschiedenen Arten für diverse Produktionsketten. So wird auch von Volker Wertig direkt betont, dass ein Bäcker neben Brennholz Wasser benötigt, um Brote zu backen. Auf eine genaue Anzahl für das Bevölkerungslimit hat man sich noch nicht festgelegt. Wie schon erwähnt, soll sich dieses aber weit über 1000 Einheiten und Siedler erstrecken können. Alle Karten werden prozedural generiert sein, aber einigen wichtigen Regeln unterliegen, um immer ein angenehmes Spielgefühl vermitteln zu können. Das führt dann sogar so weit, dass das Spiel keine eigene Story-Kampagne benötigen wird und euch jedes Mal ein anderes Spielerlebnis bieten kann. Eine Partie soll mehrere Stunden dauern, gegen eine durchschnittliche KI sollt ihr etwa 4 Stunden benötigen.
Für den Early Access Start wird es keinen PvP-Modus geben, der aber später noch nachgereicht werden könnte. Dafür könnt ihr aber im Koop mit Freunden euch gegen die Herausforderungen stellen und gemeinsam siedeln. Auch Handel soll ein Eckpfeiler des Spiels werden. Wenn alles klappt, startet Pioneers of Pagonia noch dieses Jahr auf Steam in den Early Access und könnte tatsächlich ein großes Happy End für viele die Siedlerspieler da draußen bedeuten, die mit die Siedler neue Allianzen einfach wenig anfangen können. Übrigens darf ich in den kommenden Tagen ein Live-Interview mit Volker Wertig führen, der Termin steht aber zu Redaktionsschluss noch aus. Ebenfalls werde ich ab sofort über dieses Spiel ausführlichst berichten, weil, und das ist jetzt einfach nur mein Standpunkt, ich sogar die ein oder andere Freudenträne verdrücken musste, als ich dieses Video für euch eingesprochen habe. Also gerne ein Abo dalassen, damit ich euch auf dem neuesten Stand halten kann und ihr dann top informiert eine weitere großartige, wuselige Alternative zu Die Siedler zum Jahresende spielen könnt.